Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Michael Grant Klartext. Heute noch einmal zum Ukraine-Krieg, und zwar die Frage: Wird Russland Atomwaffen einsetzen, wenn Kaliningrad angegriffen wird? Die Russenphobie bei den westlichen Militärs geht schon so weit, dass jetzt sogar ein Angriff auf Kaliningrad ins Spiel gebracht wird. Doch dies würde unweigerlich zu einer hochgefährlichen Eskalationsspirale führen, denn mit ihrer Enklave zwischen NATO-Gebiet haben die Russen eine strategische Falle zur präventiven Bereinigung des Kriegsschauplatzes gestellt. Immer wieder bringen westliche Militärexperten, aber auch US-Generäle den Angriff auf die russische Enklave Kaliningrad, gelegen an der Ostsee zwischen Polen und Litauen, ins Spiel. So etwa General Christopher Todd Donohue, der Kommandeur der United States Army Europe and Africa. Er erklärte unlängst, dass die NATO-Truppen in der Lage sein würden, Kaliningrad zu erobern. Ein solches Szenario sei bereits geplant und entwickelt worden. Die Verbündeten halten Kaliningrad aus militärischer Sicht deshalb für verwundbar, weil die westlichste Region Russlands von NATO-Ländern umgeben ist. Ihr Territorium ist klein und wird zudem, wird zudem vollständig von NATO-Langstreckenartillerie abgedeckt. Zwar ist die russische Ostseeflotte in diesem Gebiet stationiert, doch sind sowohl ihre Stützpunkte als auch die Dislozierung, also die räumliche Verteilung der russischen Landstreitkräfte bekannt. Schon vor einigen Jahren übte die NATO Luftangriffe unter anderem mit Hilfe von Trägern von Atomwaffen und Bodenraketenangriffe auf das Gebiet Kaliningrad. Kaliningrad, das bis 1945 Königsberg hieß, die Heimatstadt meiner Großmutter, war auch Hauptstadt Ostpreußens und wurde erst am 4. Juli 1946 in Kaliningrad umbenannt. Im Falle eines NATO-Angriffs stünde die baltische Flotte also allein gegen alle NATO-Flotten in der Ostsee. Auch was den Durchbruch der russischen Landstreitkräfte zur Unterstützung des Kaliningrader Truppenverbandes durch Lettland und Litauen angeht, wappnen sich die baltischen Staaten, legen massiv Minenfelder an. Doch Kaliningrad ist ein territorial isoliertes, aber vollwertiges Subjekt der Russischen Föderation. Jede militärische Annäherung wird als Eingriff in die Integrität Russlands wahrgenommen. Das bedeutet, damit wurden bereits die Bestimmungen sowohl der Verfassung der Russischen Föderation als auch des gesamten Systems der strategischen Abschreckung aktiviert. Also auf gut Deutsch gesagt, ein Angriff auf Kaliningrad würde einen russischen Atomwaffeneinsatz provozieren. Angesichts der faktischen Einkreisung Kaliningrads und der erheblichen Konzentration feindlicher Kräfte, also im Sinne aus der Sicht der Russen, in diesem Teil Europas könnte die russische Enklave wohl nur durch den Einsatz von Atomwaffen gehalten werden. Ich erzähle hier keinen Stuss, nämlich der stellvertretende Außenminister Russlands Sergei Rabkov ging erst kürzlich auf die NATO-Drohungen ein. Er sagte, die Region sei ein integraler Bestandteil des Landes und Moskau werde Kaliningrad mit allen Mitteln schützen. Außerdem verzeichnet der Kreml alle Drohungen der NATO-Länder bezüglich der Region. Den westlichen Ländern würden die üblichen Demarchen und Signale übermittelt. Doch so einfach wie die Amerikaner und ihre Verbündeten sich das vorstellen, ist die Eroberung Kaliningrads nicht. Denn von dem Moment an, in dem die erste Rakete, selbst wenn sie
von der russischen Luftabwehr abgeschossen werden würde, den Himmel über der Region erreicht, wird nicht nur die Verteidigung der Enklave eingeleitet, sondern eine automatische Eskalationsmatrix, in der Kaliningrad selbst nur der Auslöser ist. Die Enklave selbst ist nämlich ein in ein Eskalationskontrollsystem eingebunden, wobei ein Angriff auf sie einer sofortigen strategischen Ausweitung des Konflikts gleichkommt. Dabei handelt es sich laut russischen Militärs nicht um einen Vergeltungsschlag, sondern um eine präventive Bereinigung des Kriegsschauplatzes, bei der die Gefahr eines erneuten Angriffs ausgeschlossen wird. Demzufolge ist Kaliningrad also eine strategische Falle. Dann werden Lettland, Litauen und Estland im Epizentrum des russischen Angriffs stehen. Dieser Reaktionsmechanismus wurde schon vor Jahrzehnten durchdacht und geplant. Kaliningrad ist nicht nur eine Region, es handelt sich um eine Hochburg im A2-AD-System, das die Operationstiefe in der Region Baltikum kontrolliert. Dort sind Iskander-M-Raketensysteme, S-400-Divisionen und Kräfte der baltischen Flotte konzentriert. Mit anderen Worten, der Angriff auf Kaliningrad könnte als Casus belli im klassischen Sinne angesehen werden, das heißt als von NATO-Streitkräften durchgeführte territoriale Invasion. In den Doktrindokumenten Russlands, unter anderem die 2020 verabschiedeten Grundlagen der Staatspolitik im Bereich der nuklearen Abschreckung, heißt es ausdrücklich, dass im Falle eines Angriffs mit konventionellen Waffen Atomwaffen eingesetzt werden dürfen, wenn dieser die Existenz des Staates bedroht. Unter diese Formulierung fällt auch die Gefahr einer Militäroperation gegen Kaliningrad. Ein NATO-Angriff auf Kaliningrad stellt deshalb eine geschickt gestellte strategische Falle der Russen dar und würde eine sofortige russische Gegenreaktion nach sich ziehen. Das hätte katastrophale Folgen für ganz Europa. Die Hintergründe zum Krieg, die verschwiegenen Hintergründe, weil der Krieg ist ja schon viel, viel länger als 2022, erläutere ich in meiner Broschüre Schlachtfeld Deutschland das erste Mal als objektiver Journalist mit beiden Seiten, die ukrainische westliche Sicht, aber auch die russische Sicht, die in Deutschland natürlich verboten ist. Die Fortsetzung der Broschüre Schlachtfeld Deutschland mit 160 Seiten beschreibt auch, warum die deutsche Regierung unser Land in einen Krieg führen könnte. Beide Broschüren, bekommt ihr kostenlos auf info@konservative.de. Ich werde das in der Beschreibung noch einmal verlinken. Bestellt euch diese Broschüren, dann habt ihr beide Sichtweisen, die russische und die NATO-Sichtweise, weil die russische wird ja unter Strafe gestellt in Deutschland, ist mir aber egal, weil ich bin ja nicht in Deutschland, aber so habt ihr eine objektive Sichtweise. Es sind 270 Seiten, die nichts kosten. Natürlich würden sich die Konservativen über eine kleine Spende freuen, aber das bleibt euch überlassen. Also info@konservative.de. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter unter www.michaelgrant.de bestellen. Jede Woche ein neuer Newsletter und auf meiner Homepage findet ihr mehr Informationen über meine Arbeit, auch über meine hochbrisante Adolf-Hitler-Reihe mit einem brisanten Video zu der ganzen Hitler-Reihe. Ein Video, das ihr sicherlich so noch nie gesehen habt und was den Mainstream-Historikern auch die Zornestränen in die Augen treiben wird. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, bleibt mir gewogen,
weil nur mit eurer Hilfe kann ich auch weiterhin politisch völlig unkorrekt agieren. Ihr wisst, in Deutschland ist die objektive Meinung zwischenzeitlich verboten. Offiziell zwar nicht, aber inoffiziell muss man mit Konsequenzen rechnen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.